Now I'm very happy to introduce you to a team of 3 companies, Allsafe, Moki Robotics and Kala Cargo, and they have developed a very interesting approach. So we have talked this morning about vehicles, but when we want to achieve all the objectives that are necessary to have a sustainable last mile delivery, we need different approaches. Not only the vehicle construction, but also new digital services, new business models. And these 3 companies has formed a coalition to show how a multi-model approach can help to reach these targets. And I'm very pleased to welcome Matthias König of Allsafe, Markus Bergmann of Kala Cargo, and Christoph Henke of Moki Robotics. And I see they have a companion. And also welcome to Urban, and the stage is yours. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, dann hast du einwandfrei das Intro übernommen. Ja, da brauche ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Aber das Schöne ist, wir wollen in dem Verbund, der wir sind aus Kala Cargo, Moki Robotics und Allsafe, mal ein Zukunftsszenario aufzeigen, wie Zukunftslogistik aussehen kann. Ja, warum multimodale Logistik? Wir haben uns angeschaut, sehen das hier auch auf der IAA, ganz viele kleinere Fahrzeuge. Wir haben neue Konzepte für die Zustellung. Das sind kleine Einheiten, die mitunter auch eine eigene Logistik benötigen. Wir haben das Logistik für die Logistik genannt. Sprich, wenn ich einen Roboter habe, muss ich den irgendwo ins Zielgebiet fahren, damit er dort eingesetzt werden kann, damit er da fahren kann. Wir erleben immer mehr, dass die Innenstädte zumindest in Bereichen emissionsfrei werden, dass Fahrzeuge eher draußen gehalten werden, dass auch der Zustellverkehr in den einzelnen Quartieren völlig neue Anforderungen hat. Ich habe einen komplett autofreien Bereich, kann ich nicht reinfahren mit einem normalen Fahrzeug, muss also mit relativ kleinen Einheiten schauen, dass ich das, wir haben es vorhin im vorgegangenen Vortrag gehört, steigende Sendungsvolumen auch auf jeden Fall zugestellt bekomme. Und insofern bricht sich das aus unserer Sicht so ein bisschen auf. Wir haben nicht mehr das klassische 3,5 Tonnen Fahrzeug, was was auf einer Tour mehrere Stops anfährt, wo direkt danach das zweite 3,5 Tonnen Fahrzeug fährt, was dann ebenfalls in der zweiten Reihe parkend den gleichen Stop wieder anfährt, und haben uns deshalb einen Use Case überlegt, wie eine Kombination aus einem neuartigen Fahrzeug, aus einem Lastenfahrrad, einem Lastenfahrradanhänger und einem Zustellroboter aussehen kann, wie das ineinander greifen kann. Wir haben einen kleinen Film für Sie vorbereitet. Mal schauen. Ja, wir sehen in dem Fall, der Allsafe Future Van fährt in das Zielgebiet, kann am Bordstein halten, macht seine Klappe auf, der Roboter kann aussteigen, macht seine Zustellungen, das, was er auf seiner Route hat, wird erledigt. Das Fahrzeug muss nicht rumstehen. Es hat die Möglichkeit, weitere Ladung zu transportieren, und während der Roboter seine Tour macht der Fahrer des Fahrzeugs seine. In diesem Beispiel stellt er Kunststoffboxen zu. Das kann zum Beispiel für die Lebensmittel sein. Genau, jetzt sehen wir einmal unseren Roboter, die wir Bürgersteig-System aus der Hauptpunkt der Roboter. Nebenan auf dem System sehen wir jetzt einen Paketstationsaufbau. Das heißt, wir haben 10 Fächer, die wir hier noch bestücken können. Für die weitere Quartierszubelieferung kann zum Beispiel ein Lastenbike-Anhänger befahren werden. Also das können zum Beispiel Gegenden sein, wo gar kein Auto mehr fahren darf, also Fußgängerzonen oder nur Fahrrad zugelassene Quartiersbezirke, wo dann der Roboter wieder entladen werden kann und seine Feinverteilung letztendlich ausführen kann. Genau, um dann halt im nächsten Quartier wieder seine Lieferung fortzusetzen, bis alle abgeschlossen sind. Und jetzt noch am Ende noch so ein kleiner Vision-Gag. Wenn die V2X-Kommunikation dann irgendwann mal da sein sollte, vielleicht möglich.
Okay, einmal zu uns Moki Robotics. Wir sind ein junges Startup aus dem Umfeld der RWTH Aachen. Das Robotersystem selber haben wir in den vergangenen 3 Jahren innerhalb eines öffentlich geförderten Forschungsprojektes des BMBF entwickelt, zusammen mit Instituten wie das Institut für Kraftfahrzeugtechnik oder das Institut für Unternehmenskybernetik an der Uni Aachen. Das Fahrzeug selber ist eine nutzerzentrierte Entwicklung, das heißt, wir haben da sehr darauf geachtet, dass wir eben mit verschiedenen Aufbauten unterschiedliche Nutzenden erreichen können. Das ist zum Beispiel einmal dieser Paketstationsaufbau, den wir jetzt heute hier vor uns sehen. Wir haben aber auch Einkaufsaufbauten, wo wir das Fahrzeug mit einer nutzenden Folgefunktion, zum Beispiel im urbanen Raum, uns hinterherfahren lassen können, um dann eben Güter dort einzutragen oder eben aber auch dem Postboten, der Botin zu folgen. Das Fahrzeug selber hat eine Zuladung von 90 Kilogramm, durchquert Fußgängerwege, vollkommen autonom, das heißt, wir weichen Hindernissen auch aktiv auf und bahnt sich so seinen Weg effizient eben zu dem Zustellpunkt. Genau, jetzt kurz zum Color Cargo. Also die Firma Color Cargo gibt es jetzt schon seit knapp 7 Jahren. Wir haben damals ein neuartiges Lastenfahrradanhängerkonzept auf den Markt gebracht, was man auch sehr erfolgreich in New York zum Beispiel schauen kann. Das sind mehrere hundert Anhänger im Einsatz von Amazon zur Auslieferung von Waren. Die großen Vorteile oder Key Facts vom Anhänger sind die flexible Nutzung als Handwagen und Fahrradanhänger. Also man kann es kombinieren. Eben auch in Gebieten, wo es sogar verboten ist oder nicht erlaubt ist, mit dem Fahrrad zu fahren. Man kann sehr agil damit fahren, sehr intuitiv, ist sehr einfaches Fahrverhalten. Man braucht keinen Führerschein dafür. Das ist auch ein großes Problem, was wir zunehmend erkennen, dass die jungen Menschen von heute gar nicht mehr unbedingt einen Führerschein haben, gar nicht mehr Fahrzeuge fahren können. Da ist eine Hemmschwelle super gering. Man kann mit einer App schnell zum Auslieferer werden und sofort aufsteigen und losfahren. Kann man auch gerne ausprobieren, dann am Teststand hinten. Das geht wirklich intuitiv und einfach. Ein besonderer Augenmerk ist auch nochmal auf den tiefen Ladeschwerpunkt. Das ermöglicht eben auch, solche Szenarien durchzuspielen wie mit dem Moki Robotik, dass der da einfach auffahren kann. Das ist relativ einmalig, das haben viele andere Lastenfahrradhersteller nicht. Ist extrem robust gebaut, auf dem Schweißroboter geschweißt und sehr gut vorbereitet für eine Skalierung, sage ich mal. Kommt aus dem Schwarzwald, kann bis zu 200 Kilo transportieren, eben gilt als E-Bike und diese Kombination kann man haben, Motor unterstützt oder nicht, als Handwagen und als Pedelec-Abart sozusagen, genau. Genau, das zu meiner Seite. Ja. Gut, dann eine Nummer größer, unser AllSafe Future Van. Wir von AllSafe kommen traditionell aus dem Bereich der Ladungssicherung. Und wir haben hier in dem Fahrzeug mal dargestellt, wie wir uns vorstellen, dass auf der letzten Meile Ladungssicherung im Fahrzeug aussehen kann. Ladungssicherung ist für die meisten von Ihnen so eine total spannende Thematik. Das sind diese ollen Spanngurte, die immer fehlen. Ja, wollen wir sie gar nicht mit langweilen, können wir auch alles. Was wir hier haben, ist, dass wir 2 automatisierte Systeme in dem Fahrzeug zeigen. Ein automatisches System, speziell für die CAP-Branche, wenn ich viele Pakete im Fahrzeug habe, die ich über ein automatisch angetriebenes Netz sichern kann. Die zweite Lösung, die wir Ihnen hier zeigen, spricht auf die Lebensmittellogistik an und alle anderen, die auf der letzten Meile Boxen in irgendeiner Form transportieren. Das Ganze ist skalierbar. Das Fahrzeug selbst hat eine sehr, sehr gute Raumökonomie. Darum haben wir uns dafür entschieden. Wir haben die verschiedenen Ladebereiche, wo wir durchaus auch unterschiedliche Temperaturzonen uns vorstellen können, wo wir dann eben auch für die unterschiedlichen Ladungen in diesen Temperaturzonen entsprechende Ladungssicherungen umsetzen könnten. Das Fahrzeug fährt lokal emissionsfrei, das heißt, es ist ein 15 kW Elektroantrieb drin und kann deshalb eben auch im städtischen Bereich problemlos eingesetzt werden. Für uns ist das Thema gerade im Kontext mit der multimodalen Logistik unheimlich wichtig, dass wir sagen, wir betrachten diese Ladungssicherung nicht als notwendiges Übel, was in irgendeiner Form hinten noch draufgeklatscht wird, sondern für uns ist es ganz wichtig zu schauen, was habe ich denn für einen Logistikprozess,
Sprich, was muss ich transportieren? Welche Rahmenbedingungen sind da einzuhalten? Habe ich vielleicht auch die Notwendigkeit, heute das eine, morgen das andere Gut auszuliefern? Und von da kommend eben das Thema Ladungssicherung in den gesamten Zustellprozess vom Hub bis zum Kunden und gerne auch Retour, weil wenn ich eine Kunststoffbox habe, muss ich die ja irgendwie wieder zurückbringen, zu integrieren und haben da eben so ein paar Lösungen vorgestellt. Ja, ich würde sagen, gibt es Fragen von Ihrer Seite für den Moment? Gut, dann bedanken wir uns ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, dass wir Ihnen unser Konzept heute mal vorstellen durften und auch von uns die ganz herzliche Einladung. Besuchen Sie uns hier drüben in der Last Mile Area. Schauen Sie sich die Carla Cargos an, schauen Sie sich den Urband an und testen Sie in unserem All Safe Future Van, was wir da uns überlegt haben. Wir sind interessiert am Austausch mit Ihnen, kritisieren Sie uns, nur so werden wir besser. Und wenn Sie möchten, dürfen Sie auch eine Runde drehen. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.